Ist er nicht schön? Unser neuer Mercedes-Benz der Medien Saarland GmbH, Royal X780 LGB King Size. Ja, hier ist Kass. Ich grüße dich. Grüß Gott. Ja, wir sind in Grave. Du bist Kass de Graef und ja. Das Coole dabei ist, wir haben ihn bekommen. Eigentlich schwer lieferbar im Moment. Ja, man muss sagen, das ist das meistverkaufte Modell, oder, von Kabe? Ja, es ist der Grundriss, was das meist verkauft wird. Und ja, sie haben eigentlich der allerletzte bekommen. Ja, ich hab wirklich das allerletzte bekommen. Das allerletzte, ja. So, ja. Da vorne steht's. Er ist 2,45 Meter breit, das merkt man gleich drin. Man hat sehr viel Platz. Ja, sehr viel Platz. Und das ist eigentlich auch nicht zu vergleichen mit anderen in dieser Klasse. Das merkt man. Und man kann auch sehen, hier draußen ist da ein Hub drauf. Und von Innenraum ist da das Bett verbaut. Und das ganz Schöne war, dass von innen aus, das ganz nicht zu sehen ist, dass da noch ein Bett für 2 Personen verbaut war. Ja, du bist ziemlich groß, fast 1,90 Meter, oder? 1,95 ja. 1,95 und das Interessante ist, dass man sogar noch drin stehen kann. Also das geht. Ja, das geht. Das geht, ja. Das Hubbett, die Form ist sehr extravagant, oder? Das ist was ganz Besonderes. Ja, schöne Optik. Auch natürlich von außen ist das Design eigentlich von Imperial aus. Das ist keine Aufkleber, ist ganz da eingedrückt und hat einen 3-dimensional-Effekt drin. Ja, zit er auch auf, Innovation Design. Ja, das Optik davon ist, ja, wir finden das schön. So, hier vorne so das Schild, das wird noch festgeschraubt, das machen wir gleich noch endgültig fest. Der hat ein Spoilerpaket. Wo ist das Spoilerpaket? Das Spoilerpaket ist vorne drin. Ich glaube, das sieht der Schlüssel. Ja, warte, ich guck mal gerade. Aber ich glaube, die Tür ist auf, oder? Ach, das da. Ja. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Hier, guck mal hier. Da ist er. Und dann haben Sie mehr Stauraum. Was natürlich edeler aussieht. Drückt man drauf. Nein! Und hier kann man dann noch. Das hätte ich jetzt wahrscheinlich gar nicht gefunden, sondern ich wäre jetzt in Urlaub gefahren und hätte da gar nichts reingemacht. Ja, das ist das Spoilerpaket? Ja. Okay. Ist schön verbaut. Und einfach wieder. So. Also was mir gut gefällt, ist das Zugfahrzeug. Der Mercedes-Benz ist natürlich eine tolle Geschichte. Nichts gegen den Fiat Ducato, aber das ist was ganz anderes, oder? Wir sind sehr froh, dass Kabe mit Mercedes arbeitet. Hat etwas lange gedauert. Kabe hat natürlich spezifische Wünsche, hoe das verbaut muss sein, um alles komplett gut zu isolieren. So, der ist jetzt relativ gut ausgestattet. Das Einzige, es sind so 2, 3 Sachen, die fehlen, aber ihr habt eine große Werkstatt, man könnte alles nachrüsten. Zum Beispiel jetzt die Klimaanlage wäre kein Problem, Hubstützen. Im Prinzip war alles möglich, ja. So, wir gucken mal rein. Was Tolles ist hier unten diese Trittstufe, das ist mir direkt aufgefallen. Das ganze Fahrzeug ist sehr, sehr tief. Das bedeutet konkret, man muss sich nicht bemühen, um irgendwie einzusteigen. Man hat alles. Ja, und hier kann man auch sehen, dass da vorne der Radiator verbaut ist, sowie der alle Heizung auch nach ganz vorne in der Kabine beheizt. Der Mast ist beheizt, ich habe auch Fußbodenheizung vorne drin. Da ist sogar unten im Fußraum ist der Teppich sogar beheizt. Wir haben eine ganz tolle Lederfarbe ausgewählt. Nicht schwarz, sondern ganz dunkles Braun. Dunkles Braun, ja. Das ist total schön. Ganz edel wirkt das Ganze. Es hat sehr viele Extras mit drin. Das heißt, ihr bestellt normalerweise, wenn die kommen, das große Navi ist mit drin. Ja, das ist von Mercedes aus, das M-Bux. Alle zusätzliche Optionen, sowie eine Rückfernkamera und so weiter, das ist alles drin. Elektrische Handbremse, LED-Beleuchtung, Fahrassistenten sind dabei. Ja. Sitzheizung ist mit eingebaut. Die Ledersitze sind auch speziell von euch auch bezogen. Das sieht man hier vorne. Da ist nochmal Kabel mit drin. So, wir gucken auch gleich mal rein. Ich bin schon eingezogen. Das ist so, es ist nicht mehr ganz jungfräulich, aber der Kars hat gesagt, normalerweise findet die Übergabe nicht neben irgendwelchen Mülltonnen statt, sondern ihr habt einen speziellen Platz, den können wir uns gleich mal angucken. Ja, normalerweise dann filmen wir auf der Auslieferung machen wir drin. Und dann dauert das was länger. Wir brauchen ungefähr 2 Stunden, um alles zu erklären, wie das funktioniert. Und ja, für Sie ist das was einfacher. Und, ja, für mich ist das jetzt auch nicht einfach. So 2, 3 Fragen hätte ich noch, aber ich habe schon einiges rausgefunden, muss ich sagen. Denn es gibt vieles hier, ist natürlich elektrisch, weil der Boden so tief ist. Ist zum Beispiel die Dusche mit einer Pumpe versehen, damit man diesen Einstieg hat. Das ist so eine Frechheit, wie tief dieser Einstieg ist. Das gibt's doch gar nicht, oder? Ja, das war nicht möglich, um hier noch eine elektrische Trittstufe da unten zu verbauen. Aber hier, als je jetzt geöffnet, die braucht man auch gar nicht, die Trittstufe, weil das ist so tief. Ja.
Da habe ich natürlich immer ein bisschen Angst, wenn ich so auf dem Campingplatz fahre, dass der natürlich unten aufsetzen sollte, aber das ist nicht so. Die Bodenfreiheit ist trotzdem gut. Kabe verbaut das für Jahre. Und wenn das nicht gut ist, dann wird hier eine Lösung für gefunden. Aber wir haben auch noch keine Schade gehabt hier in die Dass er zu tief ist, oder? Ja, nein. Okay. So, ich bin eben gefahren. Er ist so leise, der fährt sich wie ein PKW, oder? Ja, das ist natürlich die Isolierung von Kabe aus ist gut. Die Seilwand sind getrocknet mit Stoff, genauso wie das Dach. So, die Frage, die du zu mir gesagt hast, wir sollen das nochmal erklären mit der Mehrwertsteuer, weil wir sind jetzt hier in den Niederlanden. Ihr habt 2 Steuern. Das eine ist die Mehrwertsteuer, die ist bei euch 21%. Ja. Dazu gibt es noch eine Luxussteuer. Ja, eine Luxussteuer ist ungefähr bei dieses Fahrzeug 17.000 Euro, was wir in Holland mehr bezahlen mussten. Natürlich, klar, wenn wir naar das Ausland verkaufen, dann verkaufen wir netto, dus ohne Mehrwertsteuer, ohne Luxussteuer. Sie kaufen das ohne zusätzliche Kosten. Und dann müssen sie selbst in Deutschland 19% Mehrwertsteuer bezahlen. Und das geht eigentlich frei einfach. So, das heißt also, ich bin dafür verantwortlich, dass ich die Mehrwertsteuer entrichte. Und jetzt sieht man auch die 2,50 Meter Breite. Der Kasten macht mal Licht an, alles mal hoch. Das ist so viel Platz hier drin, so viel Raum. Das sind zwar nur 10 Zentimeter, aber das macht in der Praxis viel aus. Ne? Sehr viel macht das aus, ja. So, jetzt habe ich hier vorne mein Zeug dahin geknallt. Das mache ich mal gerade, weil ich auch gestern eingezogen bin. Das ist die Rückwand. Denn ich bin angereist, entsprechend gestern Abend, werde den jetzt mal auf Herz und Nieren testen. Das ist der größte Kabe, den ich hier hatte. Der Tisch ist auch höhenverstellbar, das heißt, den kann man absenken. Auch hier kann man ein Bett draus machen. Ja, Sie können ein Bett machen von 2 Personen. Und hier oben noch 2 und hinten 2. Dus 6 Personen können in diese Mobil schlafen. Cool. Das ist dabei, das Polster fürs Bett? Ja, ist dabei. Ist dabei. So, das gucken wir gleich mal. Hier vorne hast du überall, ich sag mal, Extras, die man so gar nicht auf den ersten Blick sieht. Wie zum Beispiel Leselampen, die an jeder Seite mit drin sind, die extra geschaltet werden können. Ihr habt ein spezielles System, was wirklich alles miteinander verbindet, sogar den Kühlschrank. Ihr könnt den Kühlschrank steuern über das zentrale Panel. Ja, alles wird geregelt über das zentrale Panel. Das ist hier verbaut. In Zusammenarbeit hat Kabe das gemacht mit Dometic. So wie die Heizung auf Strom oder auf Gas. Dem Hübbett ist auch elektrisch. Wenn wir hier auf den Knopf drücken, kommt das Bett nach unten. In Informationen können wir sehen, wie der Frischwasser, Grauwasser ist. Der Pumpe können Sie einstellen, leer machen, außen duschen, Tankfüllalarm. Ja, alles hier. Koelschrank, Airvent, Stromversorgung, Batterie von der Wagen, Batterie von Innenraum. Sie können hier noch, das ist auch schön gemacht, einen Ampere einstellen, wie viel Sie könnten verbrauchen auf der Campingplatz. Ah, okay, das heißt, ich bin jetzt in Spanien oder jetzt zum Beispiel jetzt in Italien und habe da jetzt nur eine Sicherung mit 6 Ampere. Ja, dann stellt man das ein auf 6 Ampere und wenn sie da übergeht, schlägt nur der Wohnmobil ab und nicht der ganze Campingplatz. So, das habe ich soweit verstanden. Dabei ist jetzt das Besondere, ist dieses Bett. Was ist zu machen, damit wir das Bett runterfahren können? Hier wahrscheinlich die Sachen runter, hier zumachen? Nein, eigentlich nicht. Wenn wir nur dieses Polster, ja. wenn wir das wegnehmen, okay. Hier auf Tisch, dann drücke ich hier auf den Knopf. Spannend. Jetzt kommt das Hubbett zum Schein. Und das ist übrigens eine Besonderheit. Das Hubbett siehst du innen gar nicht. Nein. Und du hast trotzdem volle Stehhöhe. So, das war's. Hier ist das Hubbett. Ist jetzt eine Leiter dabei? Wie kommt man da hoch? Ja, ist dabei. Ist bei dieser liegt das in der Garage. Wenn man da ein ist, kann man auch einen Sicherheits einmachen, dass das nicht da ausklettert. Natürlich ein schönes Heki eingebaut, schöne Beleuchtung. So, die Fernsehvorbereitung ist auch schon mit drin. Dann fass noch mal bitte hoch. Lattenroste übrigens, egal was man Kabe nachsagen kann, man schläft bei Kabe wie zu Hause. Ja. Das ist Topper obendrauf, Geltopper. Ja, ist allemaal in Serie, keine zusätzliche Optionen oder sowas. Es sind ganz Allemaal viele in Serie Sachen dabei. sind in Serie. Also Ja. wenn man die Preise vergleicht, darf man nicht das Billigste vom Billigsten nehmen, sondern man muss eigentlich die Vollausstattung nehmen bei vielen. Ja, und bei Kabe ist viele in Serie und das ist nur, dass das Komfort erhöht wird. Und ja, das macht Kabe auch eigentlich was exklusiver. Wir haben auch Kunden sagen, Kabe finden wir zu teuer.
ich snap, dass das viel Geld ist, aber Ja. sie kriegen auch viel für das Geld. Und dann denke ich auch, wenn Sie das vergleichen mit anderen Herstellern, dass ein Kabel einen höheren, auf einen kleineren Waardeverlust hat. Und dass es ein exklusiver Produkt ist. Schau mal hier, ich habe die Ja. Mütze von Kabel. So, dann gucken wir mal kurz hier rein. Das unten drin, das Polster ist das meistverkaufte Polster, glaube ich, bei euch im Bereich Wohnwagen, oder? Die Farbe. Ja, wir verkaufen eigentlich am meisten das Lederpolster. Das war dann eine Option. In Serie sind der zwei Fahrsitze, die sind im Leder bezogen. Aber ich muss sagen, dass diese Stoffdecke auch sehr schön aussieht. Das sieht gut aus, wenn man jetzt nicht alles hier rumliegen lässt. Ich mache das mal gerade hier rüber, da kann man es mal sehen. Das wäre so der Sitzplatz für 2 Personen. Hinten ist noch ein Sitz, ist noch hinten drin. Das heißt, es kann noch eine 5. Person kann noch mitfahren. Ja, das kann. Das kommt dann hier, wird diese Sitz an der Seite wird verbaut. Das ist auch eine Platz für einen Sicherheitsgürtel. So, der ist da unten, da schaut er schon raus. Wir haben das mal gemacht. Ein Kleiderschrank ist mit dabei. Da hängt jetzt genau ein T-Shirt von mir. Zu viel mehr hat es heute nicht gelangt. Das ist mit drin, großer Kleiderschrank. Unten, du hast überall Staumöglichkeiten, also Ja. viele Schränke hast du mit drin. Oder Spiegel. In jedem Schrank ist auch eine Beleuchtung eingebaut. Hier So. haben wir natürlich die Toilette. Hier habe ich heute Morgen schon geduscht. Und die Besonderheit hier ist, dass das Wasser unten abgepumpt wird. Das bedeutet, es ist so tief, dass es ja nicht in den Grauwassertank fließen kann, denn alle Tanks sind bei euch innen verbaut. Ja, das hat zu machen, wenn da ein mit Außentemperaturen von -10, -20, dann funktioniert das auch noch. Sehr schön. Also geduscht habe ich schon drin, es funktioniert. Küche, ihr habt einen Backofen, ist das Serie? Ja, der Backofen war in Serie drin. So wie de Sicherheitsslots, um eine Zentralvergrendelung zu haben, dass alles abgeschlossen ist und nicht unerfahren rauskommen. So wie können wir auch sehen, dass alles was verbaut wird, dass das von der Wand abgemacht ist. So haben sie immer die komplette Belüftung. Das ist schon mal toll. Indirekte Beleuchtung, das Licht ist euch immer ganz wichtig. Ihr habt ein Nachtlicht, das habe ich schon kennengelernt, das ist da oben drin, das kann man extra nochmal einschalten, wenn man aufs Klo geht. Ja, das ist eine winzige Lampe, aber die ist nachts beleuchtet, das ganze Auto. Und so stört man niemanden, oder? Kann man anschalten, aber kann man auch ausschalten. So, da ist der ganz große Dometic drin, aber Ja. nicht der Kompressor, sondern mein Lieblingskühlschrank, der AES-Kühlschrank, der drin ist. Gas-Lockout. Er steht auf Gas. Mache ich das hier auf Strom. So, Fridge not available. Ich hab nämlich kein Gas, habe ich angeschlossen. Dann mache ich das so. Und Einfach dann ausmachen. wir das ausmachen. Genau, das ist die zentrale Steuerung. Sogar der Kühlschrank geht über die zentrale Steuerung. Hätte ich eine aus. Klimaanlage, wäre die Klimaanlage über die zentrale Steuerung. Alles. Ja, im Serie wird das verbaut. Und wir, wenn wir das an Klima nachrüsten, können wir das so anschließen auf das Bedienungspanel. Machen wir de Update und dann ist alle Steuerung möglich wie normal. Jetzt werden alle Frauen schreien. Ja, ich habe heute Nacht hier übernachtet. Ja, so hinterlasse ich das alles. Licht gibt es hier ohne Ende. Auch das kann man nochmal einschalten. Doppellängsbetten. Ist das auch hier jetzt in den Niederlanden stark gefragt? Längsbetten? Doppel? Ja. Und natürlich in Kombination mit der was größeren Garage. Ja, ist das, wird eigentlich am meisten verkauft. So, die Garage ist auch groß. Gucken wir uns gleich mal an. Hier vorne ist eine Leiter übrigens mit drin. Das Ganze kann man rausziehen. Kann man aussehen. Genau, da ist es mit drin. Da ist eine Trittstufe. Die Polster liegen hinten drin, dass man das Ganze erweitern kann zu einer großen Liegewiese, sodass 3 Personen liegen können oder man Spaß hat. Die Trittstufe ist hier mit integriert. Das ist also auch interessant. Das heißt, man kann also hier komplett dann aufsteigen. Das ist mit drin und das Ganze schiebt man dann nach vorne. Dann hat man natürlich nicht mehr so den Zugang jetzt hier vorne zu den... Ja. Kurz mal schauen, was habe ich getan? Mit einer Hand ist das was schwierig. So, ja. drin. So, da ist jetzt die Trittstufe mit drin und so kann ich aufsteigen, aber das Ganze komplett integriert. Das habt ihr schon ganz lange, oder? Mit der Ja. Trittstufe. Ja. So, das ist mit drin. Hier kommen dann die Polster rein, da hast du eine Liegewiese mit drin. Ja, gefällt mir richtig gut. Komm, wir gucken noch einen Blick in die Garage, denn wir müssen drinnen nämlich noch ein anderes Auto filmen. Den hier haben wir ja schon mal gezeigt. Der hat mich schon ziemlich angeflecht. 2x Gas ist hier mit drin. Dann hier hinten die Heckgarage. Die ist auf. Und da hast du einen Platz für richtig viele E-Bikes, die du reinstellen kannst. Auch von der Höhe okay, oder? Ja, auch noch.
in Serie Beleuchtung in der Garage. So. Und das ist der Ersatzteil für der Zetel. Steckdose 220, 12 Volt. Zentrale Vergrendelung, dass alles abgeschlossen wird auf der Fernbedienung. Das ist allemal in Serie dabei. Ich bin mal sehr gespannt, wie er fährt. Der Tank, Dieseltank, wie viel ist hier drin, weißt du das? Ich glaube, dass das 90 Liter war. Ja. Gut, dann sollte auch die Reichweite passen. Rückfahrkamera habe ich schon ausprobiert gestern. Die Höhe, er ist sehr flach. Das heißt also, gerade wenn man jetzt im Süden unterwegs ist mit irgendwelchen Palmen, Bäumen und du hast ein 4-Meter-Auto, kommst du oft nicht durch. Hier sind wir unter 3 Meter, oder? Ja, ist unter der 4 Meter. Unter 4 Meter, sicher? Ja. 3, wenn du mal gerade deine Hand ausstreckst und ob du oben aufs Dach kommst. Ich habe einen großen Kopf, aber ich weiß nicht alles aus Kopf. Ich muss das nachgucken. Ich meine, es sind 2,95 Meter. Aber Ja. also er ist nicht sehr hoch. Das ist mir nämlich aufgefallen, drüben nämlich bei den Wohnwagen, die sind nämlich genauso hoch. Du kommst überall damit durch. Ja. Die Breite habe ich schon probiert gestern. Er sieht schon ein bisschen komisch aus, wenn du so von vorne reinkommst, weil er doch sehr breit ist. Aber in der Praxis fährt er sich ganz normal, oder? Ja, fährt ganz normal und die Luftline ist natürlich auch so gebaut, dass das passt. dass das passt, ja. Sehr schön. Ja, vielen Dank, Kars. Ich habe ihn geholt bei De Greef in Grave und das kann ich euch nur empfehlen. Es ist ungefähr von der Grenze 15 Minuten weg, 20 Minuten auf der Autobahn. Fahrt bitte 100 auf der Autobahn tagsüber. Erst abends ab 19 Uhr dürft ihr 200 fahren, oder? Sicher 200. Nee, das ist hier also so. Und die kontrollieren hier, das weiß ich definitiv. Also es wird viel kontrolliert. Das hat zu machen mit das CO2, Stickstoff. Und in Deutschland kann man Dann anschließend schnell fahren. fahren und hier in Holland fahren wir ruhig. Das heißt, wenn du mal schnell fahren willst, da fährst du mal kurz nach Kleve. Dann fahren wir gerne dafür nach Deutschland. Okay, vielen Dank und danke fürs Einschalten. Heute 11. Juli 2022, da ist er, der Travelmaster Royal X780 LGB in der Version King Size. Und da sieht man es auch, das ist die Breite 2,45 Meter auf dem Teil integrierten, das ist Weltrekord. Tschüss!